Mein Name ist Jürgen Wenke, ich lebe in Bochum und wir sind jetzt in meinem Zuhause. Ich werde nächstes Jahr 68, also nächstes Jahr bin ich dann ein 68er. Habe ich überlegt, ich bin natürlich mit den 68ern nicht groß geworden. Meine Lehrer waren 68er. Ja, ich habe das Gymnasium besucht, Abitur gemacht, habe dann Ingenieurwesen studiert und anschließend Psychologie. Wenn mich heute jemand fragt, dann würde ich sagen, meine Profession ist, ich bin Diplompsychologe. Ich hatte mit 20 Jahren den Beginn meines Coming-outs. Da wird sich niemand mehr daran erinnern, dass im November 1977 der Film Die Konsequenz im Fernsehen gezeigt wurde. Ich glaube, der Bayerische Rundfunk hat sich ausgeschaltet. Ich habe diesen Film im Fernsehen geguckt, das Glück, dass wir in Nordrhein-Westfalen leben oder dass er in Nordrhein-Westfalen gesendet wird. Der Film beschäftigte sich mit einer ganz schrecklichen Geschichte von Verfolgung von Homosexuellen anhand einer verkorksten Liebesgeschichte, und das war der Start für mein eigenes Coming-out. 1977, da war noch Helmut Schmidt Bundeskanzler, auch jemand, der sag ich mal, den Zweiten Weltkrieg als Soldat erlebt hat und als Offizier, homosexuellenfeindlich, der in der Koalition mit der FDP auch gesagt hat, wenn sie auf der Abschaffung des Paragraphen 175 bestehen, kommt diese Koalition gar nicht zustande, so sinngemäß. Und das heißt, ich wurde von Anfang an konfrontiert mit Ablehnung. Als schwuler Mann sozusagen war ich auf einmal, musste ich mich selber erfinden, so würde ich das nennen. Und das hat sich natürlich inzwischen stark geändert. Und gleichzeitig war das der Start für meine Einstellungsveränderung gegenüber mir selber und gegenüber dieser Gesellschaft, die ja in den 70er Jahren enorm homosexuellenfeindlich war. Und um 1980 habe ich mit meinem Lebenspartner die Rosa Strippe dann gegründet als Selbsthilfegruppe zu Anfang. Also Schwule beraten Schwule, ein Telefon sozusagen, wo man zuhört und die Leute in ihrer Befindlichkeit unterstützt, in ihrem Mut, in ihren Schritten zuhören. Es war eigentlich eine Seelsorge ohne kirchlichen Hintergrund. Telefon, anonym. Man konnte anrufen, man musste nicht seinen Namen sagen. Aus dieser kleinen Einrichtung, die in unserer Privatwohnung mit unserem Privattelefon begonnen hat, wurde immer mehr. Es haben sich weitere Leute beteiligt, also wir waren dann nicht nur zu zweit, sondern wir waren dann zu dritt, wir waren dann eine Gruppe. Wir haben dann 1980 einen Verein gegründet und 1981 wurde der dann im Vereinsregister eingetragen und so weiter und so fort. Also dieses Projekt hat sich entwickelt in einer Weise, die wir damals uns selber gar nicht zugetraut haben, aber es ist eben gewachsen und über 10 Jahre so weit gewachsen, dass ich Anfang der 1990er Jahre, 92 glaube ich, als ich meinen Psychologieabschluss hatte, der erste Angestellte dieses Vereins wurde. Also dann war ein Profi da. Jetzt ging das Projekt professioneller weiter. Es waren ganz viele Leute drumherum, die an diesem rosa Telefon und dann in der persönlichen Beratung, in Gruppenangeboten und so weiter mitgearbeitet haben. Es ist also nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin nur ein Antreiberteil, sage ich mal, in dieser ganzen Organisation geworden und eben der erste Mitarbeiter für Lobbyarbeit, für politische Arbeit, für Gremienarbeit, Leute in der Stadt davon zu begeistern, dass das gefördert wird und so weiter. Und heute ist diese Beratungsstelle existent in einem eigenen Haus mit einem Erbbaurechtsvertrag und in guter Stadtparklage. Viele, viele Angebote. Ich bin jetzt dort nicht mehr aktiv tätig. Ich bin vor über 10 Jahren dann freiwillig ausgeschieden. Ich wollte was anderes machen und ja, das ist der Beginn der Rosa Strippe gewesen und das Fundament existiert mindestens noch bis 2082. Solange läuft dieser Erbbaurechtsvertrag mit der Kommune. Ich hoffe, dass die noch nachkommen, das auch zu schätzen wissen und ausfüllen. Noch während der Zeit, als ich in der Beratungsstelle das Sagen hatte, als Leiter dieser Einrichtung, festgestellt, das Stolperstein-Projekt interessiert mich. Ich hatte ja schon ein politisches Bewusstsein und jetzt kam ein Projekt, das sich mit der NS-Geschichte in Deutschland beschäftigt, und zwar konkret an Personen. Das passte also eigentlich genau zu meiner Lebenshaltung sozusagen. Man muss an Personen was verändern.
dann kann man auch an Gesellschaften was verändern. Aber wenn ich das nur abstrakt mache und das nicht in Personen sozusagen sich in deren Haltung widerspiegelt, dann ändert sich eigentlich gar nichts. Und 2006 wurden in Bochum Stolpersteine verlegt, darüber gab es einen Bericht in der Presse. Ich habe dann mal geguckt, das waren so 70 Stolpersteine und keiner dieser Stolpersteine hatte zum Ziel, an einen Homosexuellen zu erinnern. Es waren massenweise Leute, die im KZ gelandet sind und auch die, die nicht im KZ gelandet sind, hatten aufgrund von Strafverfahren für ihr Leben einen Stempel weg und für ihre Berufstätigkeit und für ihre Wohnungslosigkeit und so weiter. Und das hat mich einfach aufgeregt, dass es in meiner Stadt, in der ich lebe, zwar Stolpersteine gibt, dass aber niemand gewürdigt wird wegen seiner Verfolgung als schwuler Mann. Das habe ich dann geändert. Der erste Stolperstein wurde dann mit meiner Recherche für den Rechtsanwalt Herrn Hünebeck verlegt. Daraus hat sich gleich ein Buch ergeben, an dem ich mitgeschrieben habe, mit einem Historiker und einer Mitarbeiterin des Stadtarchivs, die selber Archivarin war. Ich war der schwule Mann in dieser Dreierkonstellation, das heißt, ich war derjenige, der in Anführungszeichen die starke Motivation hatte aus Betroffenheit und aus Engagement und nicht aus so einer grundsätzlichen Anspruchshaltung als Geschichtswissenschaftler, muss man das jetzt sozusagen so machen. Sondern mein Antrieb war eben, ich wollte zeigen, ihr habt was vergessen. Ihr vergesst die Homosexuellen. Das war dann von Erfolg gekrönt und letztlich hat das bewirkt, weitere Stolpersteine habe ich initiiert in Bochum. Es wurde immer mehr. Eine Recherche führte zur nächsten. Ich wurde Spezialist für Archivrecherche. Ich kann das nicht anders sagen. Ich habe mir sozusagen in Eigenregie beigebracht, mit wenig Hilfe von außen immer weitere Bausteine zu finden. Durchgedrungen sozusagen, wie macht man Archivarbeit, wo findet man Dokumente, und zu Anfang stand ich ja vor der Frage, wo finde ich überhaupt Namen von Opfern? Und jetzt ist der umgekehrte Punkt erreicht. Wie reduziere ich das so, weil ich tausende von Namen von Opfern inzwischen kenne, also ich könnte jetzt das ausbreiten in der ganzen Bundesrepublik und es ist dann auch passiert tatsächlich. Also jetzt liegen mit meiner Hilfe Stolpersteine zwischen Chemnitz, das ist so südöstlich in der Bundesrepublik, und ganz westlich in Trier und in Konz an der Grenze nach Luxemburg und so weiter und so fort. Die größte Anzahl der Steine liegt jetzt im Ruhrgebiet verteilt, weil ich ja hier lebe, und vorher war gar nichts. Es gab einen einzigen Stolperstein in Dortmund schon, bevor ich hier mich da reingekniet habe in dieses Thema. Zu Anfang hatte ich wenig Kontakt zu Verwandten, weil es eine Weile gebraucht hat, bis ich rausgefunden habe, wie komme ich überhaupt von Toten zu den lebenden Familienangehörigen. Datenschutz und weit verteilt und 1000 Hindernisse, an möglicherweise noch Lebende zu kommen. Viele Homosexuelle waren auch damals nicht verheiratet, aber viele haben auch geheiratet. Oder sie hatten Geschwister, und von denen sind noch Nichten und Neffen oder Großnichten und Großneffen da. Und in der Regel findet man die schwer, aber manchmal hatte ich dann auch in Anführungszeichen Volltreffer bei den Recherchen, dass ich also zu Lebenden vorgedrungen bin. Und das ist dann so, das treibt dann die Tränen manchmal in die Augen. Einmal, wie bereit Leute sind, alte Fotos rauszukramen, wie dankbar die oft sind, dass endlich diese Familiengeschichte erarbeitet wird, dass sich ihnen manchmal ihr eigenes Genogramm ihrer Familie präsentiert hatte, wo sie keine Ahnung von hatten, wie viel es da eigentlich gab in der Familie und wie viel möglicherweise auch nicht erzählt wurde. Und das ist dann das, wofür es eigentlich lohnt, das auch zu tun. Und letztlich natürlich auch habe ich mich irgendwann an meine eigene Familie, Herkunftsfamilie gewagt in der Rekonstruktion. Ich habe also angefangen, das Genogramm meiner Familie aufzuzeichnen und bin bis zu meinem mir nicht bekannten Onkel Helmut vorgedrungen, ein Bruder meiner Mutter, Jahrgang 1917. Ja, und was ist heute? Heute besitze ich die Geige dieses Mannes. Der ist 1944 an der russischen Front als Soldat getötet worden. Er hat also die Nazizeit nicht überlebt. Ich habe diesen Mann nicht gekannt, aber ich besitze diese Geige. Und ich habe mich dann auch herangetraut zu gucken, finde ich Wehrmachtsunterlagen. Ich habe dann welche gefunden über meinen Vater. Der war auch noch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg als Soldat, als junger Mann mit unter 20, und habe dann die Unterlagen meines Vaters gefunden, die Wehrmachtsunterlagen, und die vielleicht für mich sogar wichtigeren waren die
meines Onkels. Diese Geige habe ich aus dem Besitz meiner Großmutter gekriegt, die habe ich reparieren lassen. Die ist spielbar, ist eine Dreiviertelgeige. Eigentlich würde ich die gerne ausleihen an jemand, der Geige lernt. Ich selber kann keine Geige spielen, aber die liegt jetzt hier repariert bei mir zu Hause und wartet eigentlich nur auf die Wiedererweckung. Und dieser Onkel, Helmut, hatte mehrere Beurteilungen in der Zeit seines Soldatentums für die Nazi-Verbrecher in Anführungszeichen. Und in der Beurteilung stand unter anderem drin, er wäre zu weich, er könnte seine ihm untergebenen Soldaten nicht mitreißen. Und das fand ich ein wunderbares Kompliment, weil das ja heißt, mitreißen heißt ja mitreißen in den Tod. Also sich sozusagen aufopfern für eine sinnlose Metzelei an allen Fronten dieser Welt. Und dass ich einen Verwandten gefunden habe, von dem ich leider ja nichts selber erfahren konnte, sondern nur diese Dokumente und die Fotos, 3 Fotos. Meine Mutter wäre froh, wenn sie von ihrem Bruder ein Foto gehabt hätte. Ich habe jetzt 3 Fotos und man kann anhand der Fotos sehen, wie der gelitten hat. Das erste ist ein ziviles Foto, das zweite ist, als er 1 Jahr Soldat ist, und das letzte Foto ist kurz bevor er im Krieg sein Leben lassen musste. Meine Mutter hat von diesem Bruder geschwärmt, hat aber gleichzeitig gesagt, alle anderen haben immer so auf den geschimpft. Jetzt muss man wissen, ich komme aus einer Bergmannsfamilie. Mein Vater ist schon nicht mehr Bergmann gewesen, aber meine 3 Opas, also ich hatte einen Opa, weil meine eine Oma 2-mal geheiratet hatte, alle 3 Großväter waren Bergleute. Alle 3 habe ich nicht gekannt, aber das ist ein harter Beruf und in einer Bergmannsfamilie einen zu haben, der ist Friseur und der spielt Geige, da können Sie sich jetzt auch überlegen, dass natürlich mein Schluss war daraus, der war pro forma verlobt. Vielleicht war es ein schwuler Mann. Ich hoffe mal, dass es einer war. Glücklich war er wahrscheinlich nicht, so wie die Bilder aussehen, war der sehr unglücklich darüber, dass er an die Front musste. Und heute ist das so, dass ich denke, hoffentlich finde ich jemanden, der diese Geige irgendwann wieder spielt. Und das sind die Dinge sozusagen, die in Gang kommen, wenn man sich mit scheinbar toten Sachen ja beschäftigt. Die Stolpersteine sind ja nur ein paar Zeilen, ein Name. Und letztlich sozusagen bin ich aber darüber auch an meine eigene Geschichte, habe ich mich rangewagt. Ich möchte noch was sagen zu diesem Wirken von den Stolpersteinen. Das ist ja einmal dadurch, dass das Kunstwerk inzwischen so riesig geworden ist, aber zum anderen auch, dass es in die Gesellschaft zurückwirkt. Es beteiligen sich Schulklassen an den Recherchen, das meiste sind jüdische Opfer. Das ist von der Recherche her einfacher, weil wir haben in Deutschland seit 1870 oder seit Reichsgründung bis ein paar Jahre später ein Meldewesen. Und das heißt, in Geburtsurkunden wurde in der Regel die Religionszugehörigkeit reingeschrieben. Deshalb konnte man Juden in Anführungszeichen so leicht verfolgen, weil als die Nazis an die Macht kamen, haben sie einfach die Standesämter sozusagen durchgeguckt, die Urkunden, die Geburtsurkunden und darin in der Regel natürlich die Eltern und die Kinder gefunden und meistens israelitisch oder mosaisch oder jüdisch oder was auch immer als Bemerkung zur Religionszugehörigkeit gefunden. Das heißt, Juden konnte man leicht, in Anführungszeichen, auf Listen schon vor der Nazizeit als mögliche Zielgruppe haben. Bei Homosexuellen geht das natürlich nicht, weil keiner weiß ja, dass dieser kleine Junge jetzt ein schwuler Mann wird oder dass das kleine Mädchen eine lesbische Frau wird. Verfolgt wurden ja nur homosexuelle Männer, nur im Sinne von ausschließlich, nicht im Sinne von bloß, sondern nur Männer wurden verfolgt, weil die größte Gefahr waren, in Anführungszeichen, in der Zeit der Nazis. Und diese Anti-Haltung hat sich ja in Familien fortgesetzt. Also Familien waren auch davon überzeugt, sie haben einen Straftäter oder einen, über den man nicht redet in ihrer Familie. Und endlich wird darüber geredet im Rahmen des Stolperstein-Projekts. Und viele haben auch gesagt, toll, dass sie das rausgefunden haben, toll, dass sie sozusagen uns ermöglicht haben, auf diesen Verwandten anders zu kommen. Viele waren natürlich überrascht und die für mich besten Erlebnisse waren immer die, wo ich Verwandte gefunden habe und wo ich mit Verwandten reden konnte. Ein Beispiel, ein Anruf einer Frau in der Beratungsstelle der Rosa Strippe, weil ich persönlich nicht zu finden war,
wieso denn der Stolperstein in Duisburg vor ihrem ehemaligen Wohnhaus für ihren Onkel liegt. Hat sich tierisch aufgeregt, dass sie davon nichts wüsste. Jetzt war das so, ich hatte aber in dieser Familie Verwandte gefunden, aber die sprachen nicht untereinander. Und diese Frau hatte ich nicht gefunden, weil Frauen ja mit der Heirat in der Regel in diesem Zeitalter ihren Nachnamen verloren haben oder abgeben mussten. Das ist ja eine offene Form der Diskriminierung, wenn man zwangsweise seinen Namen hergeben muss, wenn man heiratet. Viele haben das vielleicht nicht so gesehen, aber das ist ein anti-emanzipatorischer Akt. Das ist Männergesellschaft übt Druck aus und Frauen müssen sogar ihren Nachnamen hergeben, wenn sie sich verehelichen wollen. Und bei dieser Frau war das eben so. Und zusätzlich lebte die auch noch nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Das heißt, ich fand diese Frau nicht. Die fand dann aber bei einem Besuch in Duisburg den Stolperstein vor dieser Tür für ihren Onkel. Nach den ganzen Vorwürfen, wo ich das aufgeklärt habe, dass das nicht an mir lag, sondern dass ich akribisch suche nach Verwandten, ist daraus das komplette Gegenteil geworden. Die waren mal bei mir zu Hause, das sind die einzigen, die hier sozusagen, die ich mal hier empfangen habe. Die kamen angereist mit Bilderalben, mit Fotoalben von dem Mann, den ich recherchiert hatte. Das war ja der Onkel dieser Frau und die hatte Fotoalben, der kleine Junge an der Nordsee mit seiner Mutter, der kleine Junge zu Weihnachten. Man sah auf den Fotos, wie er herangewachsen ist. Er wurde nur 22 Jahre alt. Ein Erwachsenenfoto, auf dem er auf einem Motorrad zu sehen ist und diese Familie total begeistert. Wir sind auf dem Friedhof gewesen. Der Friedhof in Duisburg, die Gruft, die dort die Eltern gekauft hatten, war für sie selber bestimmt. Die mussten dort ihren eigenen Sohn bestatten, der im KZ gestorben war. Die Urne liegt dort heute noch auf diesem Friedhof in Duisburg. Wir haben den Stolperstein zusammengeputzt. Dazu kamen aus der Bundesrepublik und aus den Niederlanden und aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik 25 Familienmitglieder. Vom Greis bis von der Greisin, ich sage das mal so, ohne es abwertend zu meinen, von der Greisin bis zum Kleinkind standen dort auf einmal in Duisburg in Begleitung des CDU-Bürgermeisters, der stellvertretend für den Oberbürgermeister da war, standen da 25 Leute und haben den Stolperstein geputzt. Was sich erstmal findet und an sonst keiner anderen Stelle im Ruhrgebiet ist eine Beratungsstelle, die in einer ehemaligen Villa, also in einem Teil der Villa an der Kortumstraße sitzt. Das manifestierte Haus ist sozusagen gegenständlich für jeden von außen anzugucken und das ist die einzige Beratungsstelle in ganz Deutschland, die so einen Erbbaurechtsvertrag hat und die ein dermaßen, sag ich mal, scheinbar bürgerliches, etabliertes Zuhause hat. Das ist die Voraussetzung, um diese ganze Arbeit zu leisten. Das ist ja riesig gewachsen, das Projekt. Ich weiß nicht, ob es heute ein halbes Dutzend oder ein Dutzend hauptamtlicher Mitarbeiter sind. Als ich 1992 erstmals bezahlt wurde, war das ja ein Teilzeitjob. Also Sie sehen einfach, das ist explodiert an Größe und an Gewicht und an Breite des Angebots, an Professionen, die dort tätig sind. Ehrenamtliche sind es nicht mehr so viele, aber es sind eben bezahlte Hauptamtliche. Das ist der eine Punkt. Das ist vielleicht der Punkt, weil der Psychologe Jürgen Wenke in Anführungszeichen mit anderen zusammen, mit meinem Lebenspartner, dieses Projekt vorangebracht hat. Und daneben aber zum Beispiel im Erinnerungsprojekt Stolpersteine sind es jetzt 16 in Bochum. In Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, nur Köln in dieser Größenordnung mit Stolpersteinen für homosexuelle Männer. Wenn Sie in die Nachbarstädte gehen, dann gibt es einige, da gibt es gar nichts, weil das Stolpersteinprojekt entweder nicht existiert dort oder weil es mal ein oder zwei Steine gibt. Die sind dann aber auch fast alle von mir recherchiert worden. Also Sichtbarkeit im Boden verankert. Die neue Stolperschwelle jetzt hier in Bochum vor dem ehemaligen Justizzentrum ist die einzige, die an Homosexuelle in dieser Allgemeinheit erinnert. Es liegt vor dem Justizzentrum, weil ja der Paragraph 175 ein Rechtsverdrehungsparagraph war, sage ich mal, ein ungerechter Paragraph, aufgehoben, aber letztlich sozusagen hat er 110 Jahre lang Leute in Selbstmorde, in ihre psychische und physische Existenz beschädigt. Und vor diesem ehemaligen Amtsgericht am Husemannplatz liegt jetzt diese Stolpersteinschwelle, in der sozusagen der Text an alle erinnert. Das ist der eine Punkt. Dann im Stolpersteinprojekt hat sich der Bergmann, Herr Husmann, sozusagen insofern verselbstständigt, als es jetzt hier eine Hermann-Husmann-Straße gibt. Das war auch Ergebnis der Stolperstein-Geschichte. Es gibt eine Buchveröffentlichung,
hat zahlreiche Vorträge von mir gegeben in dieser Stadt. Also ich weiß nicht, was es alles ist. Zeitungsartikel, Überzeugung von Funktionären in dieser Stadtverwaltung oder in der Politik. Beides. Verwaltung ist das eine, die Politik ist das andere. Das war hier in den 80er Jahren hier nicht selbstverständlich. In den 80er Jahren haben wir mit unserem Verein sozusagen Rosa Strippe, als wir einen Infostand machen wollten in der Fußgängerzone, Sachen zu lesen gekriegt von der Stadt, wo man heute fragt, ist das reiner Nazi-Jargon? Also bis zu so Sachen wie, da stand drin, das Auftreten von Homosexuellen ist in der Öffentlichkeit jugendgefährdend. Jugendgefährdend. Die Jugend muss aufgeklärt werden. Die Jugend sind die Leute, die am meisten darunter leiden, wenn sie ihre eigene Sexualität nicht eine Ausdrucksform für finden und kein Wort dafür finden. Das war Anfang der 80er Jahre. Eine Streitigkeit vor dem Verwaltungsgericht gegen die Stadt Bochum. Ich habe als Vorsitzender dieses Vereins die Stadt Bochum verklagt. Die Stadt, bei der ich meinen letzten Job hatte, habe ich 40 Jahre vorher vor dem Verwaltungsgericht als erster Vorsitzender vertreten, um durchzusetzen, dass wir einen Infostand in der Stadt machen konnten. Und insofern kann man sehen, was sich verändert hat. Gleichzeitig war es aber auch immer Glück. Frauen, die sich in erster Linie eingesetzt haben. Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin. Immer wenn es Männer an der Stelle waren, hartes Kämpfen. Aber wenn man es sozusagen über den ganzen Querschnitt sich anguckt, dann würde ich denken, dann haben viel, viel mehr Frauen das Projekt unterstützt als Männer. Innere Logik war natürlich auch, wir sind aus einer Schwulenberatung zu einer Schwulen- und Lesbenberatung geworden. Das war dann Anfang der 90er, weil klar war, wir müssen sozusagen als Organisation alle vertreten, die davon betroffen sind. Heute ist das Spektrum noch weiter. Es geht ja über Schwule und Lesben längst hinaus, Transsexuelle, Menschen, die sich als queer bezeichnen oder sich gar keiner Identität der sexuellen Orientierung mehr zuordnen lassen und wollen. Insofern immer mit viel Erfolg und viel Widerstand gleichzeitig. Also es gibt immer eine Rückseite einer Medaille und letztlich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin irgendwann mal Anfang, das ist jetzt fast 20 Jahre her, von der Stadt Bochum mit einer Medaille ausgezeichnet worden. Das nennt sich Ehrenplakette. Kommt mir so ein bisschen vor wie TÜV. Ist jetzt inzwischen abgelaufen, also die müssten sich mal was Neues einfallen lassen. Aber tun sie natürlich nicht. Das liegt jetzt heute bei mir rum. Ich habe dann noch so eine Urkunde gekriegt, aber es wurde durch die Oberbürgermeisterin überreicht und es war auch eine Würdigung von allen, die in diesem Projekt waren. Man konnte nur eine Medaille verteilen, in Anführungszeichen, und diese Ehrenplakette habe dann halt ich gekriegt. Ich sage das mal an einem Beispiel, was Erfolg ist. Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass in Chemnitz in Sachsen so rechte Banausen aufgetreten sind, jahrelang, den öffentlichen Raum dominiert haben und Pegida und wie all diese Schandtaten heißen da, unter denen sich Neonazis verstecken. Ich saß jetzt hier im Ruhrgebiet und habe das mitgekriegt, natürlich über Presse, über Öffentlichkeit und so weiter, über Gegenwehr, über alle möglichen Kanäle. Jetzt bin ich nicht in Sachsen und ich möchte auch nicht verprügelt werden, in Anführungszeichen, aber ich habe dann nachgedacht, was kann ich denn tun? Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Möglichkeiten genutzt. Die Listen der homosexuellen KZ-Opfer, die endet ja nicht an der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen. Und in Sachsen hatten Menschen gute Vorarbeit geleistet. Das heißt, es gibt aufgrund der politischen Bildung, kann man viele Namen finden von Personen. Ich habe mir eine Person rausgesucht, wirklich nach dem Nachnamen. Das ist jetzt zufälligerweise, aber gleichzeitig absichtlich der Nachname meines Lebenspartners. Die haben aber nichts miteinander zu tun, die beiden. Außer der Namensgleichheit bei dem Nachnamen sozusagen, habe ich einfach gedacht, ach, wenn ich schon nicht ein inhaltliches Kriterium habe, dann mache ich jetzt was eine Namensgleichheit ist. Und das ist natürlich unsachlich, weil heißt mein Lebenspartner Meier, dann suche ich einen Herrn Meier, da gibt es wahrscheinlich auch homosexuelle Meiers. Also ich konnte auswählen und habe dann diesen Mann ausgewählt und es war eine ganz traurige Geschichte. Letztlich bin ich aber bei diesem Mann ganz weit vorgedrungen, sogar dass ich wieder Bilder gefunden habe und dass ich Bilder seiner Verwandtschaft gefunden habe und heute liegt eben als einziger Stein in Chemnitz dieser Stolperstein. Und es ist meine Art sozusagen,
zu zeigen, das kann auch was sein, was auf der politischen Ebene sozusagen ein kleines Signal setzt, wenn es auch nur ein ganz winziges ist. Bin da stolz drauf, dass das so ewig sein wird. Das ist ein Erfolg. Ein anderes Beispiel ist, es wurde natürlich auch irgendwann mein Wissen größer und ich wollte das weitergeben. Das heißt, ich berate heute auch Leute, wenn sie fragen, wie kann ich denn selber forschen? Das ist wenig, aber in ein paar Fällen habe ich Menschen geholfen dazu, dass in Berlin ein Stolperstein für einen Onkel von einer Frau verlegt wurde, dass in Aachen ein Mann mich gefragt hat, ich möchte in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin und meine Mutter gelebt hat, möchte ich einen Stolperstein für einen Homosexuellen. Dann habe ich einen Namen rausgekramt, in Anführungszeichen, geguckt, finde ich jemand. Ich hatte jemand aus Rügen, da ist jetzt der Stolperstein in Greifswald draus entstanden, der kam von Rügen, der Mensch lebt heute selber gar nicht mehr dort, sondern der lebt in Niedersachsen, aber er wollte in seiner Geburtsheimat sozusagen, wollte er einen Stolperstein für einen Homosexuellen. Und da habe ich einfach mitgeholfen. Das ist natürlich ein Erfolg, der ist weit weg. Heute liegt vor diesem Theater in Greifswald der Stolperstein für den Herrn Brüssow, verlegt in der Corona-Zeit. Also ich finde es für mich einen großartigen Erfolg und andere haben das auch gesagt, dass es für sie ein großartiger Erfolg ist, dass vor Theatern in Bochum und Greifswald Stolpersteine liegen für ehemalige Künstler an diesen beiden Theatern und dass es auch leicht gelingt, Paten zu finden. Stolperstein ist auch ein Stück sozusagen diese Erfolge weitertragen zu Schulklassen, dort Auseinandersetzungen anstoßen, über Vorträge Auseinandersetzungen anstoßen und letztlich damit auch verhindern, dass narzisstische Gedanken zur Selbstverständlichkeit des Allgemeinguts werden. Hier auf Bochum bezogen würde ich sagen, ist das ausgereizt, was meine Person angeht, im positiven Sinne. Also wenn ich heute bitte, den Oberbürgermeister zu der Stolperschwellenverlegung zu kommen, dann liegt das, er nicht kann, daran, dass er ein Mann ist, weil da gibt es immer noch Berührungsängste. Des Zweiten natürlich, der hat eine gute Begründung dafür, weil er als Oberbürgermeister immer viele Termine hat. Wenn Sie es aber 3 Monate vorher ankündigen und er hat da an dem Tag nicht frei, dann denke ich schon, hat es was damit zu tun, dass es da immer noch Berührungsängste gibt. Ein heterosexueller Mann sozusagen, der sich so offen dazu aus dem Fenster lehnt und so offen sich einsetzt, der muss sich dann immer noch fragen lassen, in Anführungszeichen, hast du was mit dem Thema zu tun, auch wenn du verheiratet bist. Egal. Also schickt er seine Stellvertreterin, mit der ich gut kann, Frau Bürgermeisterin Schäfer, war dann bei der Stolperschwellenverlegung, hat einen Beitrag geleistet. Das ist easy. Das ist heute geschenkt, in Anführungszeichen. Das ist so, dass das in dieser Stadt beackert ist. Also wenn jemand ein gutes Projekt hat für Schwule und Lesben, kriegt er das in dieser Stadt nicht mehr um die Ohren gehauen, sondern er findet Unterstützer. Auf die Dauer mein Lebenspartner an meiner Seite. Auf die Dauer Herr Brahms an meiner Seite. Wenn Sie sich umgucken, sozusagen in meinem Regal gucken, dann werden Sie so ungefähr alles finden, außer Liedern von Brahms, weil ich darauf nicht so geeicht bin. Aber sonst werden Sie sozusagen die ganze Bandbreite von Opus 1 bis 121 finden, in vielen Bearbeitungen. Ich sammle auch sämtliche Bearbeitungen, die ich kriegen kann. Das heißt, eine Sinfonie in Streichquartettfassung und so weiter und so fort. Das heißt, diese Musik begleitet mich durch mein ganzes Leben. Das war schon immer so. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gewusst, das passt zu mir. Jemand hat mal über die Musik von Brahms gesagt, der schmale Grat zwischen Optimismus und Pessimismus. Und ich finde, das trifft diese Musik, die geht immer auf diesem Grat. Die weicht ein Stück weit ab in die eine Richtung und die weicht ein Stück weit ab in die andere Richtung, also ins Traurige oder ins Euphorische. Aber es ist nicht manisch-depressiv, wie zum Beispiel bei Musik von Tschaikowski. Die gleitet in die eine Richtung ganz tief und in die andere Richtung, bei den Balletten zum Beispiel, in die euphorische Seite so ganz hoch. Das ist bei dem Herrn Brahms anders
Und ich würde auch mal sagen, wenn man mich kennenlernt und man weiß nichts von dieser Musik, dann kennt man mich eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, Glücksmomente sind reisen können zu Orten, an denen Musik gespielt wird. Wer zum Beispiel mal das Auditorium von Teneriffa sich angesehen hat, dieses großartige Bauwerk von Herrn Calatrava. Ich bin ja auch Ingenieur von Beruf und da ist schon die äußere Form dieses Gebäudes sozusagen, da geht mein Herz auf und das ist auch noch gute Akustik und da wird oft tolle Musik gespielt. Andere würden jetzt nicht nach Teneriffa reisen, um auf dieser Insel, wo andere in der Sonne braten, sozusagen in ein Konzerthaus zu gehen. Aber das kann ich mir jetzt inzwischen erlauben. Ich habe ja verfüge über die Zeit und ich kann mir auch eine Urlaubsreise dahin leisten und dann liegt die halt so, dass da das Klassikfestival in dieser Zeit stattfindet. Wenn vor meinem Haus hier die Kamelie auch nach dem Winter 350 oder 400 oder 500 rosa Blüten hat und dann halten die so 2 Wochen und dann liegt da der rosa Blätterregen drumherum. Auf dem Boden ist es rosa rundherum. Ich muss dann die Zweige klopfen, damit die vielen Blütenblätter runterfallen und nicht am Strauch vergammeln. Das ist so ein Moment, da muss ich immer dran denken. Es sind ja immer nur Glücksmomente. Wie, glaube ich, Hildegard Knef singt das mal an einer Stelle in einem Chanson. Das Glück dauert nur Minuten oder so. Und wenn ich das langfristige Glück von dem kurzfristigen trenne, dann muss ich mehr auf dieses kurzfristig Schöne auch mein Augenmerk haben und das nicht für selbstverständlich nehmen.